Padagagi bedeutet genau nichts. Das ist mein erster Tag, ein Probetag. Ich bin ja mitten im Stadtzentrum von Poti. Schaut mal, da ist der Tempel oder die Kirche, die große. Und hier ist der Carrefour. Und heute macht ein Freund von mir einen Laden auf. Und was das genau ist und was er da so treibt, das schauen wir uns jetzt an. Der gute Mann ist immer hier. Und das ist der Laden. Gehen wir mal rein. Wie geht's? Erzähl mal, was hast du für einen Laden? Den Laden mit 3D gedruckten Produkten. Das ist die Basis. Das heißt, alles, was da drin ist, ist 3D gedruckt. Bis Also auf die... zum Beispiel der hier. Ja, Und die Luftballons aber nicht. das Schild. Die Luftballons auch. Das Schild auch? Na klar. Die Schließkette, Ja. alles was in den Regalen steht, bis auf den Willkommens-China-Kram. Ja. Ja? Ja. Dass du so rausgibst für Ja, für die Leute, die jetzt... Marketing quasi. Ja, Marketing. Und wie viele Drucker hast du? 15 im Moment. 15? 15. Hast du schon 15? Ja. Ja, das letzte Mal waren es viel weniger. Das wird sich auch immer wieder ändern. Mehr oder weniger? Eher mehr. Eher mehr. Die ursprüngliche Idee Ja. vom 3D-Druck vor 15 Jahren, wo die ganzen Nerds mit diesen komischen Dingern rumgemacht haben, Ja. war ich ja dabei. Und die Idee war typisch deutsch, typisch die moderne Denkweise. Wir produzieren dort, wo es gebraucht wird, und zwar das, was gebraucht wird, verkürzen damit die Lieferwege, verringern die Überproduktion, die sinnlose, die dann vernichtet werden muss. Also sehr ökologisch, sehr effizient. Das funktioniert nicht, weil China einfach mal in Masse produziert und die Welt überschwemmt. Aber hier in so einer kleinen Stadt, in so einem kleinen Land, was sehr speziell ist, mit Sprache, mit Kultur, mit Schrift und allem, dafür produzieren die Chinesen nichts. Ja. Zu speziell, zu Zu klein. speziell, zu klein, zu uninteressant einfach. Das wird einfach mit überschwemmt mit der Masse, die sie so haben. Ja. Und deswegen, wenn du was für Georgien machen willst, spezifisch für die Leute vor Ort, also was die wirklich interessiert, musst du vor Ort produzieren. Und normalerweise geht das nicht, weil du normalerweise eine große Fabrik nicht aufbauen kannst und es sich überhaupt nicht rentiert, irgendwas zu machen, weil du ja immer 100.000 oder 1 Million produzieren musst, damit es Gewinn macht. Ja. Aber mit 3D-Druckern geht das. Mit 3D-Druckern kannst du 5 Stück produzieren und bist in der Gewinnzone. Aha. Und deswegen ist aus meiner Sicht 3D-Druck in Ländern wie Georgien die Möglichkeit, etwas zu produzieren. Das ist jetzt wie nur so ein Prototyp, oder? Das soll ist- das schon richtig krass auf Rendite sein, der Laden? Wie stellst du das vor? Was hast du für Pläne? Mit so einem Laden wirst du nicht Millionär. Ganz klar. Ja, ja. Ja? Sowieso nicht hier in Poti. Ja. wo die Leute wenig Laching Geld haben. Millionär. Ja? Genau. Aber du kannst, wenn du so einen Laden hast, ja, ich sag mal, wenn es vernünftig läuft, sind alles theoretische Rechnungen, ne? Wir Ja, ja. machen ja heute gerade auf. Aber wenn es vernünftig läuft, hast du da auch deine 10 Drucker ausgerüstet. Ja, okay. Mit so einem Laden. Ja, weil die Druckzeiten sind halt doch relativ lang. Du musst nichts machen, der druckt halt. Aber der druckt halt einen Tag und macht dann halt 20 kleine Figuren. Und der Laden ist dann jetzt für dich eher so ein Testballon, was funktioniert und was nicht? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Also das, Ja, und zwar in jeder Hinsicht. Also auf der einen Seite, was die Leute interessiert, ja. ja, weil die georgische Kultur ist nicht meine Kultur. Auf der anderen Seite, was lässt sich, sag ich mal, so herstellen, dass man es auch gewinnbringend verkaufen kann. Ne? Weil einige Sachen sind einfach mal wahnsinnig teuer, wenn du die selber druckst. Die Chinesen pressen dir das da einfach in Millionen. Ja, klar. Und die andere Sache ist, ich muss natürlich auch herausfinden, wie muss, sag ich mal, der Prozessablauf in der Produktion sein. Ja? Wie müssen die Materialien sein, die aufeinander abgestimmt sind, weil nicht jedes Material passt miteinander. Ja, ist nicht einfach alles Plastik. Nein, also ich habe zum Beispiel jetzt 4-mal, Ich habe ja keine Ahnung, ey. ich habe 4-mal den hässlichen Kraken gedruckt. Der ist Hast du den hier, dass du den mal angucken kannst? das ist der, den du so magst. Zeig mal. Ne, den blauen dort oben. Warte mal. Das ist der hässliche Krake.
und das. Und den hast du 4-mal gedruckt? Den schwarz-weißen, Nee, 5-mal. den habe ich jetzt 4-mal gedruckt und das hat jedes Mal nicht funktioniert, Warum? weil das Weiß und das Schwarz sich nicht vertragen. Das heißt also, ich nehme den dann von der Platte runter. Was heißt denn das? Die vertragen sich nicht. Ich nehme den von der Platte runter Ja. und das Weiß bleibt auf der Platte und das Schwarz habe ich in der Hand. Die verbinden sich nicht. Ja. So. Unterschiedliche Materialien, die miteinander nicht. Ja, das sind unterschiedliche Hersteller. Funktionieren. Also das Material vom Prinzip, technisch, ist es gleich. Ja, ja. Und sollte funktionieren, sonst hätte ich es ja nicht probiert. Ja. Aber es klebt nicht aneinander. Ja? Und also muss ich dann so lange probieren, bis ich wieder Schwarz und Weiß gefunden habe, was zusammenklebt und dann funktioniert es. Ihr habt ja gesehen, der Krake liegt da. Gut, ich habe ihn jetzt nicht hochgehoben, aber es funktioniert jetzt. Der Ja? eine hat funktioniert, das ist der erste. Ja. Deswegen habe ich den immer wieder probiert, aber mit anderen Materialien. Das ist auch so eine Sache. Wir haben hier in diesen kleinen Ländern das Problem, dass natürlich der Markt so klein ist, dass die großen Produzenten hier keine Filialen haben. Das heißt also, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich brauche jetzt eine Palette Material von der Firma und zu einem guten Preis und dann tust du das hier 100 Kilometer weiter bestellen und dann holen. Gibt's nicht. Also erstmal alles, was du hier kriegst, hat irgendeine Privatperson importiert. Ja. Selbst die Firmen importieren privat. Aha. Und dadurch hast du hier bei Sachen, die aus dem Ausland kommen, fast immer den doppelten Preis. Krass. So, damit kannst du nicht arbeiten. Ich frage dich natürlich nicht, wie du das löst, weil alle Geheimnisse bleiben bei dir, das ist klar. Ah, natürlich, ich bestelle einfach Nein, sag nicht alles. beim chinesischen Versand, aber lauter unterschiedliches Zeug, das was man halt so kriegt. Und jetzt mit dem Start, wenn dann auch die Halle für die Drucker fertig ist, dann geht es palettenweise direkt vom Hersteller aus China. Ja. Und dann gibt es die vernünftigen Preise, dann gibt es die einheitlichen Materialien und dann wird zum Beispiel dieses Problem gelöst. Aber das muss man erst erkennen. Ja. Ja, und so musst du Stück für Stück lernen, die ganzen Probleme, die du während der Produktion hast. Und das machst du nicht, indem du dir einen Großauftrag holst und dann 100 Läden belieferst und dann versagst. Sondern du machst einen kleinen Laden, produzierst, lernst das Ganze und alles, was du gelernt hast, wird dir in der Zukunft halt dann helfen. Okay. Und ich würde jetzt mal sagen, dass der Laden jetzt nicht dein Lebensziel ist, dein Lebenstraum, sondern was hast du noch für Pläne damit? Was? Nun, der Laden ist eigentlich, naja, ich meine, wenn du produzierst, musst du irgendjemanden haben, der es kauft. Ja. Das heißt, du musst irgendwo eine Stelle haben, wo jemand das kauft. Ja, das ist klar. So. Das heißt, das kannst du mit einem Laden machen, das kannst du bei B2B machen, indem du Läden belieferst, ja, andere Läden belieferst. Das kannst du machen, indem du auf irgendwelchen Versandhandelsplattformen. Aber mich interessiert die Produktion. Also ich möchte hier in Georgien eine Produktion aufbauen. So, und das ist das. Und der Laden ist nur die Notwendigkeit, um das halt zu verkaufen. Ja. Weil ich kann das ja nicht alles in meinem Garten lagern. Also das Ziel ist die Produktion. Ja. Die große Produktion, die von Spielzeug über Haushaltswaren, über teilweise, sage ich mal, spezielle Sachen für die Baustellen oder für andere Dinge produziert. Und dann ist der Laden quasi wie so ein Showroom oder sowas, dass auch wer vielleicht später mal mehr kaufen will, sich das erstmal angucken kann irgendwo. Also oder auf was. jeden Fall ist es erstmal so eine Art Showroom und vor allem ist es, sage ich mal, marketingtechnisch gesehen. Okay, jetzt heißt der Laden Patagagi. Ja. Was heißt das? Nichts. Das ist einfach ein Name, der möglichst nahe georgisch klingt. Und wie bist du da drauf gekommen? Naja, Ümit und ich haben rumgesponnen. Ich sage, erzähl mir mal ein paar nette Worte, die was Positives bedeuten in Georgisch. Aha. Und dann habe ich irgendwann ein Wort gehört, wo ich dann einfach was hinten dran gehängt habe. Und er dann meinte, ja, klingt doch nicht schlecht. Sag ich, ja, klingt nicht schlecht. Und das ist es. Patagagi? Patagagi bedeutet genau nichts. Also viel Spaß beim Nichts. Wir haben jetzt hier a very important person als Besuch. Ja, VIP, ich habe Rabatt, kann ich noch. Der hat schon wieder Schnaps mitgebracht. Ja, aber nicht für mich. Ja. Zeig mal. Wo hast du den Schnaps? Hast du schon ausgetrunken? Schön weg. Der andere Jan ist jetzt hier der Verkaufsberater. Ja. Beraten Sie die Kunden gut, ja? Ist mein erster
erster Tag, ein Probetag. Danke. Wie haben Sie den Kunden überredet? Wie haben Sie es geschafft? Dieses Durch- hochwertige Produkt zu verkaufen? Einfach durch meine positive Ausstrahlung. Aha. Du weißt, wie Okay, also er hat es eingestellt, habe ich jetzt so rausgehört. Ja, du stellst ihn ein? Nee, Ah, stille das hast du gut Gesellschaft, gemacht. stille Gesellschaft. Wir haben weiter ein Sortiment. Für Frauenspielzeug reden wir noch drüber. Der kann die auch flexibel herstellen. Recycelt auch. Mit Einschmelzen. Das meiste Material, ne, das PLA, das wird aus Mais hergestellt. Und Was das, erzählt er? und das zersetzt sich in ein paar Jahren. Also wird bei der Nutzung zersetzt. Ganz so schnell nicht, aber wenn du das, wie üblich, die typischen PET-Plastikflaschen in die Gegend schmeißt, die sind nach 100 Jahren noch da, das PLA nicht mehr. Hast du schon eine Website? patagagi.de oder so. Warum? Weil das ein Laden ist, ein lokaler Laden hier in Gegend. Aber du willst ja größer denken mit deinem Patagagi. Ja, das ist dann B2B. Also die Vertriebskanäle sind vielfältig. Wie egoistisch er ist. Hat sie gesagt. Wir müssen stornieren. Ich möchte stornieren. Aber die ersten Kunden beschweren sich. Ja, ja. Nee, nee. Renitente Kunden raus. Ja, genau.